Hallo, Servus aus unserer warmen Werkstatt in Wien. Unser Projekt für die Tage in Wien ist unter anderem eben auch, dass wir eine Standheizung in die Alderbox einbauen. Wir haben uns für die Planar 2D entschieden. Dürfte so eine Art russischer Nachbau sein. Es steht auch drauf Made in Russia und es sind auch so kyrillische Aufkleber auf dem Paket. Wir haben uns gedacht, entweder wir kaufen die Standheizung einfach irgendwo und sagen dann, hey, sie ist da, oder wir erwähnen den Shop, wo wir es gekauft haben, in unserem Video und bekommen dafür einen Rabatt. Der Martin von Tiger Expert ist uns auch super entgegengekommen mit einem Social Media Rabatt. Ja, wir waren wirklich sehr zufrieden mit dem Kundenservice auch. Auswahl, Preise, passt alles. Dann haben wir jetzt das Gehäuse aufgemacht. Es funktioniert ganz anders, als ich dachte. Und zwar ist einfach quasi da drinnen die Brennkammer. Und wenn man das sieht, sind einfach nur da diese Kühllamellen, mehr oder weniger. Und da ganz vorne ist ein Gebläsemotor. Und der bläst die Luft aber nur im Gehäuse. Also nicht durch die Einheit selbst, sondern nur durch das Gehäuse oben. Und dann dadurch diese Kühlrippen. Und da nimmt es eben dann die Wärme auf und geht dann da raus. Also es funktioniert ganz anders, als ich dachte. Aber auch interessant. Das ist das Abgasrohr. Und dazu gibt es so einen Hitzeschutz. Der ist deutlich kürzer als das Rohr. Aber mir wurde erklärt, das ist, weil diese große Hitze im Abgasrohr sowieso nur im ersten halben Meter circa ist. Danach ist es sowieso schon kühler. Plus 13, plus 11. Ich habe mit so einem Brettchen da in die unteren zwei Löcher geschraubt, weil das Blech, da kann man schlecht drauf bohren. Außerdem haben wir in der Größe, also es gibt ein Loch mit 22 mm und eins mit 26. Da gibt es nur Holzbohrer. Also zumindest wurde mir das auch im Bauhaus gesagt. Deswegen auch durch Holz und dann zufällig ein bisschen Metall dazwischen und unten ist wieder Holz. Also vielleicht merkst du der Bohrer gar nicht. Und es ist jetzt nicht so spannend, wie wenn man es in ein Auto einbaut, aber es ist trotzdem sehr, sehr praktisch, wenn es beim ersten Mal funktioniert. Ja. Ja, ganz gut. Was ich mich frage, in der Anleitung steht nämlich, dass das Loch beim Air Intake, das ist dort, wo auch der Sprit angeschlossen wird, das soll 22 mm im Durchmesser haben. Das hier soll 26 mm im Durchmesser haben. Aber das beim Air Intake ist größer, also mit der Schiebelehre nachgemessen, 25 mm Durchmesser, Außendurchmesser. Das kann ja schon von Haus aus nicht passen. Planar? Was habt ihr euch gedacht? Nachdem es ja aber Alu, also nachdem es ein ganz dünnes Alublech ist unten, kann man das mit einer Halbrundpfeile jetzt sehr gut nach Belieben erweitern. Wir sind auf unseren ersten großen Denkfehler drauf gekommen, leider. Also zum Glück keine große Tragweite, aber für die Planar 2D, die Heater Mounting Holes sind von unten anzusehen. Und also ich dachte halt so, ja okay, wenn das so ist, dann lege ich das so drauf. Und das Loch für den Sprit gehört aber auf diese Seite. Man hätte auch selbst drauf kommen können, wenn man einmal drüber nachgedacht hätte. Wäre es dann wahrscheinlich aufgefallen. Aber jedem, der das Video jetzt sieht, wird das sicher nicht passieren. Insofern, einer muss den Fehler ja mal machen. So, Dichtung, dann 7 mm Distanzplatten, weil da eben durch die Löcher, dann von unten die M8 Schrauben durch und werden quasi da drinnen mit einer Mutter befestigt. Und die Mutter ist so hoch, also ist höher als was das da normalerweise wäre. Und deswegen die Distanzplatten. Das hat da genug Luft. Schaut sehr gut aus, auch von unten. Sehr cool. Ebenfalls ein Fehler in der Anleitung sind da Durchmesser 68 beim Air Intake und da Durchmesser 68 beim Auslass. Weil nachgemessen mit der Schiebelehre sind es halt wirklich nur 60. Überall wird halt für die Planar 2D als Zubehör eben 60 mm Schläuche und 60 mm Verteiler und sowas angeboten. Und ich dachte mir, ja wieso 60, wenn da in der Anleitung steht, weil die hatte ich auch schon vorher als PDF, wenn da in der Anleitung steht 68. Und ja, also für alle, die sich auch wundern, ich kann euch beruhigen, es ist hier auch in der Anleitung falsch. Also wenn uns was den Schlaf rauben wird,
Und dann wird es dieses Ding hier sein, das ist die Dieselpumpe. Und die muss man waagrecht montieren oder maximal 5 Grad rauf oder runter. Man könnte sie auch draußen montieren, aber nachdem wir sowieso die Kiste ja noch den restlichen Platz weiterverwenden wollen, möchte ich da sowieso ein Trennblech einziehen. So. Es wäre super, wenn es im Baumarkt so Winkeln gäbe, die das Trennblech halten einerseits und wo man andererseits auch die Pumpe da oben drauf montieren könnte. Das heißt, wir werden jetzt mal in den Baumarkt fahren und schauen, was wir kriegen. Und ja. Wir sind wieder zurück vom Bauhaus und wir haben dieses Blech gekauft und die Winkel. Und die haben wir selber umgebogen. So, das Blech ist mittlerweile mit den 2 Winkeln da, mit denselben Schrauben, die dann die Kiste am Dachträger halten, auch befestigt. Und hat oben so einen Kantenschutz und an einem dieser Winkel ist die Pumpe befestigt. Von der Seite geht eine Leitung zum Kanister und dann pumpt die Pumpe den Sprit dadurch und geht dann in diesem Loch, verschwindet sie dann nach unten, wo sie dann von unten in die Standheizung geführt wird. Für alle, die dann selber auch eine Standheizung mal einbauen, diese Verbinder für die Kraftstoffleitungen kriegt man ja urschwer drauf und es steht in der Anleitung, dass es halt wichtig ist, dass sich die beiden Enden in dem Verbindungsstück berühren, dass da keine Luftblase dazwischen entstehen kann. Sehr, sehr einfach geht es, wenn man es in den Schraubstock einspannt, so leicht, dass es halt nicht beschädigt wird, die Leitung, und dann einfach drauf drückt. Das wird euch einiges ersparen. Ich habe mir da jetzt aus Holz, das noch übrig war, von der Unterkonstruktion vom Defender Innenausbau, habe ich mir jetzt noch ein Roof Rack zusammengebastelt, damit man auch die Länge von den Abgasrohren zum Beispiel jetzt dann abmessen kann. Und ja, so schaut das derzeit aus. Das ist am Roof Rack, da vorne ist der Kanister, der hält aber die ganze Konstruktion da unten. Ja, von unten gesehen ist das jetzt die Abgasführung, also da unten beginnt der Hitzeschutzschlauch. Der geht bis daher und der Fahrtwind kommt aber von da, und das heißt, wenn wir bei Nässe fahren, wird das Wasser da quasi reingedrückt. Da weiß ich noch nicht, inwiefern das problematisch sein wird. Da ist dann das letzte Stückchen mit dem Schild, wo in der Anleitung steht, dass man das braucht, wenn die Heizung auf einer geringen Leistungsstufe läuft. Dann fehlt nur noch das Ansaugrohr für die Verbrennung. Das wird nur mit Kabelbindern befestigt. Könnten wir fast schon einen Probelauf wagen. Wir haben uns nach draußen begeben für den Testlauf und werden den jetzt mit der Autobatterie ausprobieren. Das Anschließen der einzelnen Sachen ist wirklich einfach. Also es gibt immer nur eins, das passt. Und dann noch den Kanister anschließen. Blinkt schon! Es hat gerade 3-mal grün geblinkt. In der Anleitung stand, dass man einfach 5 Minuten warten muss. Also der Startvorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Schauen wir mal. Pumpe pumpt. Ja. Es wird schon wärmer. Ja! Oh, urwarm. Oh, schön. Ich finde, man kann sich schon richtig gut vorstellen, wie wir im Dachzelt sind und die warme Luft wird uns so glücklich machen. Es ist völlig egal, wie laut es ist. Ja, und es ist echt nicht so schlimm. Nein. Darin sehen wir eine Wärmebildkamera eingebaut. Zum Beweis, wir tun nicht nur so, als wäre es wahr. 90 Grad. 90. Das Rohr hat 60 Grad am Ende. Und kurz nach dem Hitzeschutz hat es 90 Grad. Zum Ausschalten drückt man einfach nochmal auf den Knopf zum Wärmen. Und dann hört die Pumpe auf, es raucht kurz raus. Und dann geht das Gebläse auf volle Stufe, um quasi sich selbst zu kühlen. Nachdem das erfolgt ist, schaltet er sich aus. Ziemlich einfach. Der Dani wird die Kabel noch kürzen und eine Steckverbindung an das Kabel, das mit der Batterie verbunden wird, bauen. Und ich werde diese sogenannte Duschhaube nähen, also dass wir die Kiste eben einen Spalt offen lassen können, ohne dass es reinregnet. Da werden wir einfach so einen wasserdichten Stoff rundherum mit einem Gummiband und dann ist es eigentlich fertig. Dann werden wir noch sehen, wie es in der Praxis ist und wie wir das dann alles am echten Dachträger noch aufbauen. Aber bis jetzt
hat es echt gut geklappt. Da unten ist das Abluftrohr von der Verbrennung, da ist das Frischluftrohr für die Verbrennung, da hinten kommt der Diesel rein und das ist das Stromkabel und da ganz daneben verläuft der Schlauch, der dann ins Dachzelt kommt, wo dann die warme Luft rauskommt. Das ist noch das Kabel, das ist jetzt noch ein bisschen zu lang, das werden wir dann noch kürzen, aber wir nutzen jetzt noch das Tageslicht aus und machen einen Funktionstest. Ja, wir sind gerade drauf gekommen, dass wir für den Funktionstest keinen Diesel oben im Kanister haben. Deswegen werden wir noch tanken fahren, aber wenn wir schon tanken fahren, dann werden wir auch gleich die Reifen wechseln. Dann erst wieder mit Diesel kommen, da wird schon dunkel sein, aber egal. Weil die Karin gestern noch Fieber bekommen hat und weil sie ein bisschen krank ist, haben wir das gestern Abend jetzt nicht mehr gefilmt, sondern machen den Test jetzt heute am Vormittag. Oh. Ich habe mittlerweile das Baumwollinnenzelt schon montiert. Das Thermometer sagt, es hat 8,4 Grad im Zelt. Und wir werden jetzt mal die Heizung starten. So, und zwar da sind wie immer unsere Dieselkanister. Das ist die Kiste. Der Schlauch kommt da rein. Das ist das Bedienelement, das kommt auch ins Zelt. Das Stromkabel schließen wir unten noch an. Und wir da noch unseren Kanisteraufsatz. Und noch diese Hülle. Es wird zwar jetzt nicht regnen, aber sollte es regnen, ist die Box so geschützt. So, dann drücken wir da einmal auf den Knopf und warten. Und während wir warten, bereiten wir das Ganze noch vor. Und zwar kommt der Schlauch da dran. So. Perfekt. Und jetzt alle Luken dicht. Es beginnt schon zu klacken. Gutes Zeichen. Wir haben auch unseren CO-Melder jetzt mit. Also das kann eigentlich nicht sein, aber immer zur Sicherheit dabei. Genau. Und wir haben ihn schon ausprobiert. Also es gibt so einen Testknopf. Oh, es ist unglaublich laut. Also da kann nicht mal der Dani weiter schlafen. Nein. Die Temperatur steigt schon und es kommt schon warm aus den Schläuchen raus. Ich möchte jetzt kurz mal meine Euphorie teilen, weil es ist so super, dass wir jetzt die Standheizung haben. Also natürlich könnten wir auch ohne und uns immer warm anziehen und so. Aber es ist einfach, wenn wir nicht fahren, sondern stehen, haben wir halt einfach keine Wärmequelle, außer den Gaskocher. Wir haben ja auch gemerkt, wenn uns kalt ist oder ja, wenn wir einfach keine Aussicht auf irgendwas Warmes haben, auf einen warmen Raum oder so, dass die Laune dann ein bisschen runtergeht. Und das ist schon echt super. Also die Luft, die da rauskommt, hat 60 Grad und das ist jetzt auf der niedrigsten Stufe. Und sonst hat es jetzt hier herinnen 25 Grad. Das fühlt sich schon nach Sauna an. Und das innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten vielleicht? Ja. Ich ziehe mir jetzt von der Weste aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hatten die angenehmste Nacht seit langem im Dachzelt. Ja, wir hatten die Heizung die ganze Zeit auf der niedrigsten Stufe. Ich habe mit T-Shirt geschlafen und habe mich nur mit dem Schlafsack nur zugedeckt. Also ich hatte ihn nur so locker drüber gelegt halt. Der Bus neben uns ist eingefroren und da seitlich die Hülle ein bisschen und die Dachzelthülle auch ganz. Also es war wirklich feucht und kalt in der Nacht. Aber das Zelt ist außen ganz trocken. Ich hatte keine Ohrstöpsel drin und ich finde es voll angenehm. Also es ist wirklich leise eigentlich und es ist ein bisschen wie Meeresrauschen. So ein regelmäßiges Tschub, Tschub. Also es ist ganz gut. Das ist jetzt gerade auch an, also man hört dass es nicht allzu laut ist. Ja, und sonst Kondenswasser nichts, außer auf unserem Plastik, das ist normal. Das haben wir sonst auch immer. Und sonst wirklich, das Baumwollinnenzelt ist nicht feucht. Oben, das ist nicht feucht. Und der Schlauch, den wir verwenden für die Warmluftverteilung, das ist nicht der originale Schlauch, der normalerweise verkauft wird, weil der ist halt dafür gedacht, dass man den Schlauch einmal verlegt irgendwo im Innenraum und dann so für immer so lässt. Ja. Und dadurch, dass wir ihn halt immer raus und rein aus der Kiste holen, haben wir uns für einen besseren Schlauch entschieden, und zwar von der Firma SHP Primaflex in Deutschland. Der Schlauch normalerweise gibt es nur in Längen von 10 Metern, Mindestlänge. Und wir haben aber ausnahmsweise 5 Meter bekommen, weil 1 Meter kostet 10 €, also das macht schon einen Unterschied.
Apropos, falls jemand einen 1,20 Meter oder sowas gratis haben möchte, ich habe noch was zu Hause und brauche es nicht. Also wer sich als erstes meldet, bekommt's. Ja, der Schlauch selber ist super. Es ist der Primaflex Uni E13 Super Elastic, glaube ich. Zu finden in der Kategorie Heißluftschläuche, nicht Warmluftschläuche, was irgendwie nicht so viel Sinn macht, aber temperaturbeständig bis 130 Grad, also genau perfekt für die Heizung geeignet und auch 60 mm Durchmesser, also ja, wirklich gut. Man kann ihn ein bisschen stauchen, aber er sträubt sich schon sehr gegen das Stauchen. Und was ich auch noch interessant finde, also falls jemand den Schlauch kauft, was eigentlich sehr zu empfehlen ist, wenn ihr die Lösung so macht wie wir, dann müsst ihr beachten, dass der Mindestbiegeradius ist nicht die 60 mm, einfach mal 2, sondern das ist da noch wirklich was dazwischen. Das heißt, ja, das war bei mir zum Beispiel ein Denkfehler, der zum Glück keine Auswirkungen hatte, aber trotzdem, ja. Ja, ansonsten haben wir auch Affiliate-Links mit der Firma Tiger Expert. Das heißt, wenn ihr eure Planarstandheizung über die Links kauft, die in der Videobeschreibung stehen, dann bekommen wir dafür 5% als Gutschrift im Tiger Expert Shop. Und für euch kostet das ist ganz wichtig, nicht mehr. Das heißt, wenn ihr einfach vorhabt, irgendwas bei Tiger Expert zu kaufen, klickt einfach über unseren Link auf die Tiger Expert Shop Seite und dann könnt ihr auch andere Sachen, zum Beispiel Sandbleche oder irgendwie sowas kaufen. Und wir bekommen Provision dafür und für euch kostet es nicht mehr. Ist eine Win-Win-Situation und ja, würde uns freuen. Ich hoffe, es sind keine weiteren Fragen offen. Ich nehme aber stark an, dass einfach ein paar Fragen unbeantwortet geblieben sind. Deswegen, ja, wir sind gerne bereit, die zu beantworten. Würde uns freuen, wenn es ein paar Leute nachmachen. Es überrascht mich selber, dass es so gut funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Und ja, Stromverbrauch und ist alles im Rahmen. Die Heizung verbraucht 0,1 bis 0,25 Liter Diesel pro Stunde. Und wir haben sie jetzt immer auf der niedrigsten Stufe. Das heißt, wir brauchen für eine Nacht von 10 Stunden Betrieb 1 Liter Diesel. 1 Liter Diesel, das ist so super. Also ja, wir sind echt zufrieden. Wir haben noch die Hälfte unserer Staukiste mit Stauraum erhalten. Und auch wenn viele gemeint haben, es wird nicht funktionieren und es kann nicht funktionieren, es funktioniert.